Person 1. Das Wichtigste in einer Gesellschaft. Ich glaube, für mich ist das Meinungsfreiheit. Also, dass alle sagen dürfen, was sie denken. Aber natürlich nur, was nicht gegen die Würde von anderen Menschen verstößt oder respektlos ist. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja, und damit eine Demokratie funktioniert, müssen die Menschen mitbestimmen können. Zum Beispiel durch Wahlen. Außerdem finde ich sehr wichtig, dass man reisen kann, wohin man will. Mein Opa zum Beispiel hat in der DDR gelebt und erzählt immer, dass er nie nach Italien oder Spanien reisen konnte. Das finde ich schlimm. Auf diese Freiheit will ich nicht verzichten. Person 2. Das ist eine schwierige Frage. Vieles ist wichtig. Aber ich glaube, ich finde Sicherheit am wichtigsten. Ich möchte mich frei bewegen können und will keine Angst haben, nachts nach Hause zu gehen. Ich könnte nicht in einer Stadt leben, wo es sehr viel Kriminalität gibt. Sicherheit kann aber auch bedeuten, dass man einen einigermaßen sicheren Arbeitsplatz hat. Das finde ich auch wichtig. Person 3. Naja, ich denke, Hilfsbereitschaft ist sehr wichtig. Viele Leute kümmern sich nur um sich selbst und merken gar nicht, dass andere vielleicht Hilfe brauchen. Oder sie wollen nicht helfen. Aber das ist doch nicht in Ordnung. Wenn ich einen Unfall habe oder in einer gefährlichen Situation bin, dann hoffe ich, dass mir jemand hilft. Wenn es in der Schule Ärger gibt zwischen Schülern, versuche ich immer zu helfen. Wo bleibt er denn, unser Simon? Ich habe ihm doch gesagt, dass ich ihn heute früher abholen muss. Der fühlt sich halt wohl. Genauso wie meine Lara. Die macht das schon zum 3. Mal und will jeden Tag dabei sein. Ich habe ja gedacht, dass Simon noch fast so klein ist. Er ist ja erst 8 geworden. Aber kein Problem. Ich glaub's ja gar nicht, aber er steht sogar gern auf, wenn er hierher kommt. Sie haben halt einfach Spaß, gell? Das kann man wohl sagen. Aber sie lernen auch eine ganze Menge. Lara hat verstanden, dass das Geld nicht vom Himmel fällt, dass sie zuerst etwas einnehmen muss, bevor sie es ausgeben kann. Und sie hat auch kapiert, dass es so etwas wie Pflichten gibt. In der Bäckerei hat sie 2 Tage lang gebacken und verkauft. Das gehört eben auch dazu, dass man seinen Job konsequent macht. Simon nimmt seine Jobs auch sehr ernst. Gestern, als es so heiß war, hat er ein paar Stunden lang Wasser verteilt. Nicht nur in der Wasserbar, sondern im ganzen Gebiet von Mini-München. Er will auch in so vielen Betrieben wie möglich sein. Sie haben fast ein bisschen Stress hier, stimmt's? Den Stress möchte ich auch haben. Ich glaube, am liebsten ist er in der Spaßfabrik. Da machen sie selbst neue Spiele. Da können sie kreativ sein und gemeinsam was entwickeln. Sowas hätte ich auch gern gemacht, als ich Kind war. Was macht Ihre Tochter denn am liebsten? Lara ist besonders gern im Forschungszentrum. Da machen sie im Labor Versuche und entdecken Neues. Da ist sie ganz begeistert, ganz im Gegensatz zur Schule. Dort hasst sie Biologie und Chemie. Hier ist es einfach viel lustiger, ne? Ja, wenn man es nicht machen muss. Ach, da kommt er ja. Hallo, mein Schatz. Also, dann einen schönen Tag noch. Wir sehen uns hier bestimmt wieder. Ja, das kann gut sein. Ciao. Gut gesagt. Partikel bei Fragen. Schade, dass es das früher nicht gab. Stimmt's? Ach, ich weiß nicht. Wir hatten auch viel Spaß. Sie geht doch morgen auch wieder hin, oder? Nein, erst übermorgen. Endlich Feierabend. Heute war's super anstrengend, ne? Allerdings, ich bin auch völlig fertig. Am Samstag machen wir mal nichts, gell? Ja, gern. Ein Tag auf dem Sofa klingt perfekt. 1. Finden Sie das Projekt Mini-München interessant oder uninteressant? Für die Kinder ist es schon spannend. 2. Möchten Sie mehr über das Projekt erfahren oder haben Sie genug Informationen bekommen? Ich glaube, dass ich jetzt genug weiß. 3. Hätten Sie als Kind gern bei Mini-München mitgemacht oder lieber nicht? Das weiß ich nicht. 1. Willst du den Text morgen oder nächste Woche schreiben? 2. Hast du dich schon für ein Projekt entschieden
oder überlegst du noch? 3, Bist du gern dabei oder musst du mitmachen? Guten Morgen. Ich halte heute eine Präsentation zum Thema EU. Worum geht es da eigentlich? Ich möchte beim Anfang beginnen. Warum wurde die EU eigentlich gegründet und was ist seitdem passiert? Könntest du bitte lauter sprechen? Oh, Entschuldigung. Klar, mache ich. Ich möchte in meiner Präsentation einen kurzen Überblick darüber geben, warum es die EU überhaupt gibt und was seit der Gründung der EU passiert ist. Geht es so besser? Können mich alle hören? Ja. Ja, so ist es super. Also, zu meiner ersten Frage. Warum gibt es eigentlich die EU? Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten viele Länder in Europa ein großes Ziel. Nie wieder Krieg. Sie beschlossen, besser zusammenzuarbeiten. Sie wollten gemeinsam bessere Möglichkeiten für einen gegenseitigen Austausch und Handel schaffen. Sie waren sich einig, dass... Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Also nochmal. Die Länder waren sich einig, dass Länder, die wirtschaftlich gut zusammenarbeiten, keinen Grund haben, einen Krieg zu führen. 1951 war es dann soweit. 6 Länder unterschrieben einen Vertrag, der das Ziel hatte, dass keines der Länder mehr Kriegswaffen herstellt, um sie gegen ein anderes Land aus dieser Gruppe einzusetzen. Diese 6 Länder waren Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande. 1957 unterzeichneten diese 6 Länder dann noch 2 weitere Verträge. Einen Vertrag, in dem es um eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft ging, und einen zum Thema Atomkraft. Ups, einen kleinen Moment bitte. Nach und nach traten dieser Gemeinschaft immer mehr Länder bei. Zuerst kamen 1973 Großbritannien, Irland und Dänemark dazu. 1992 waren es bereits 12 Länder. Diese Länder gründeten dann mit dem Vertrag von Maastricht, der wurde am 7.2.1992 unterschrieben, die Europäische Union, die EU. Zur Europäischen Union gehören heute 27 Länder. Großbritannien ist im Januar 2020 ausgetreten. Um in Frieden zusammenzuleben, muss jeder den anderen so akzeptieren, wie er ist. Jedes Land lebt nach seinen eigenen Traditionen, seiner Sprache und seiner Kultur. Deshalb heißt das Motto der EU in Vielfalt geeint. Und die wichtigsten Werte für die EU-Mitgliedstaaten sind die Würde des Menschen und die Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Toleranz und Solidarität. Das finde ich toll. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass sich die EU-Länder ähnlicher geworden sind. Zum Beispiel bei der Mode oder beim Musikgeschmack. Ich finde es ein bisschen schade, dass in fast allen Ländern Europas in den Innenstädten immer wieder die gleichen Geschäfte sind. Das war früher, glaube ich, anders. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Was ist seit der Gründung der EU passiert? Ganz einfach. Sehr viel. Viele EU-Länder benutzen jetzt dieselbe Währung, den Euro. Das ist für mich persönlich eine der tollsten Veränderungen. Wenn ich zum Beispiel nach Italien oder Spanien reise, muss ich nicht, wie meine Eltern früher, Geld wechseln und kompliziert umrechnen, bis ich weiß, wie viel etwas kostet. Oh, ich glaube, das konnte man jetzt nicht gut verstehen. Also, ich wollte sagen, dass das mit dem Euro für mich die beste Veränderung ist. Ich finde es sehr angenehm, dass man in Italien oder Spanien nicht mehr lange rechnen muss, bis man weiß, wie viel etwas kostet. Außerdem wurde man früher an jeder Grenze kontrolliert und musste seinen Ausweis zeigen. Meine Eltern erzählen immer von den langen Staus an den Grenzen in den Sommerferien. Heute können die EU-Bürger und Bürgerinnen innerhalb der EU im Normalfall ohne Grenzkontrollen reisen. Sie können zudem ganz problemlos in anderen EU-Ländern studieren und arbeiten. Abschließend möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass das wichtigste Ziel der EU ist, Kriege zu vermeiden. Und dass sich seit dem Bestehen der EU vieles verbessert hat. Ich persönlich bin froh, dass es die EU gibt und Deutschland ein Mitgliedsstaat ist.
Auch wenn es manchmal Kritik an der Politik der EU gibt. Zum Beispiel, dass Entscheidungsprozesse so lange dauern. Ich finde es toll, dass man jetzt in Europa so einfach reisen kann und viele Länder den Euro haben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen?